Ob Zwerge, Arbeiter oder weihnachtliche Figuren. Sie sind eine echte Handwerksspezialität aus dem Erzgebirge. Die Figuren sind nicht aus Holz, sondern einem besonderen Material. Dahinter steckt tatsächlich ein fast ausgestorbenes Handwerk, aber wir dürfen heute über die Schulter schauen, wie diese Figuren auch heute noch traditionell hergestellt werden. Und damit herzlich willkommen bei Einfach Genial. Außerdem die besten Weihnachtserfindungen der letzten Jahre. Traditionelle Deko modern aufbereitet. Eine Weihnachtspyramide mit innovativer Technologie. Eine Alternative zur echten Tanne und Plastikvarianten. Ein Weihnachtsbaum zum Selbstzusammenbauen. Und Weihnachtsessen mal anders. Der Grill speziell für den Winter. Doch zunächst sind wir im Erzgebirge, bekannt für seine Handwerkskunst. Die Figuren, um die es heute geht, werden nur noch in einem einzigen Betrieb im Dorf Mildenau gefertigt. Und den besucht Henriette Fee Grützner. Oh Gott, wie schön. Es geht um sogenannte Massefiguren. Masse ist eine Art Pappmaché, das aufgrund seiner speziellen Verarbeitung ähnlich hart wie Holz wird. Früher gab es alleine im Erzgebirge 15 Manufakturen, die solche Figuren herstellten. Hallo. Hi. Hier riecht's Hallo. nach Weihnachten. Hallo. Hallo. Und es sieht auch nach Weihnachten aus. Der Mann hinter den Figuren ist Konstantin Brückner, eigentlich gelernter Koch. Als sein Vater vor 2 Jahren in Rente ging und keinen Nachfolger fand, hat er die Manufaktur übernommen. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist von klein auf. Mein Opa hat sie gemacht, mein Vater hat sie gemacht. Und jetzt bin ich der Dritte in der Reihe. Und es ist mir sehr wichtig, dass dieses alte Handwerk erhalten bleibt. Wie die Figuren traditionell hergestellt werden, sehen Sie gleich. Zuvor zeigen wir Ihnen diese Erfindung. Die hilft einem Mann auf seiner Weihnachtsbaumplantage in Stolpen bei Dresden. Ulrich Kleinstäuber demonstriert, wie er früher Bäume geerntet hat. Sie haben jetzt gerade diesen Arbeitsgang gesehen, immer in der Bücke. Wissen Sie, wie lange das Kreuz das mitmacht? Morgen mache ich das nicht mehr den ganzen Tag. Etwa 6.000 Bäume verkauft er jeden Winter. 16 Jahre nutzte er zum Ernten eine Motorsäge. Dabei hat er immer Zeitdruck. Ulrich muss die Tannen so kurz wie möglich vor der Weihnachtszeit fällen, damit sie beim Verkauf noch grün und frisch sind. Darum hat er etwas entwickelt, das die Arbeit erleichtern soll. Diese Maschine. Ähnliche, sogenannte Portaltraktoren gibt es schon, doch Ulrich hat sie für seine Bedürfnisse modifiziert. Herzstück, ein sogenannter Stumpfbeschneider, den er mit einer Säge ausgestattet hat. Damit will er ohne weitere Helfer 1000 Bäume in nur 2 Stunden fällen können. Früher brauchte er dafür 8 Stunden und die Hilfe seiner Mitarbeiter. Die Säge steuert der Tüftler über einen Hebel in seinem Führerhaus. Per Knopfdruck fährt sie aus und fällt den Baum. Die Felderreihen des Gärtners sind unterschiedlich breit. Darum hat er seinen Traktor angepasst. Also wir haben das Gerät konzipiert, dass er auf alle Reihenabstände fahrbar ist. Von 1,20 Meter bearbeiten wir, aber es können auch Kulturen von 90 cm bis 1,40 Meter bedient werden. Dann haben wir einen ganz, ganz tiefen Schwerpunkt. Der Motor unten, Tank unten. Und dadurch ist es nicht oder kaum kippbar. Je nach Breite der Reihen kann durch einen hydraulischen Klappmechanismus der Seitenabstand der Räder eingestellt werden. Das löst noch ein Problem. Das Feld ist sehr hügelig. Durch die Hydraulik kann die Maschine laut Tüftler die Schieflage besser abfangen als vergleichbare Geräte. Der Gärtnermeister hat nach einer Stunde knapp 500 Bäume gefällt. Doch nicht immer läuft alles rund.
Also ich habe mich eigentlich verlängert und da ist der Baum nur halb angesägt worden. Bedeutet für Ulrich, zurücksetzen und den angesägten Baum komplett fällen. Mit seiner Entwicklung eine Sache von Sekunden. Früher brauchten Ulrich und sein Team für 1000 Bäume einen ganzen Arbeitstag. Dank seines Tannentraktors ist er mittlerweile 4-mal schneller und nutzt ihn auch heute noch. Henriette schaut sich heute an, wie solche Massefiguren hergestellt werden. Gegründet wurde die Manufaktur 1864 von Friedrich Hermann Lahl. Weil herkömmliches Holz zum Schnitzen damals teuer und schwer zu bearbeiten war, suchte der Tischler eine Alternative und entwickelte ein Rezept für Masse. Da haben wir hier einen Kleber, der den Feuchtigkeitsanteil bildet. Und natürlich braucht man auch die Zellulose. Das ist ein Material, was wie in der Papierherstellung verwendet wird. Na, gerne doch. Nach dem Tod von Paul Lahl, dem Sohn des Erfinders, interessierte sich keiner mehr für die Herstellung der Figuren. 30 Jahre später fing Konstantins Großvater an, die Formen vom Dachboden zu holen. Doch das Handwerk wiederzubeleben war mit Problemen verbunden. Es war nicht ganz einfach, weil nur ein Teil der ursprünglichen Herstellungsmethode überliefert war. Die genaue Zusammensetzung war eigentlich verloren. Aber es war das Glück, dass die Inventarlisten vom Lahl bei dem Inventar dabei waren. Und in den Inventarlisten konnte man ersehen, was der Lahl bestellt hatte. Und daher wussten wir, was reingehört. Aber ihr habt euch dann quasi hingesetzt und habt gesagt, also es muss rein das. Richtig. Und jetzt rühren wir zusammen und probieren aus. Dann musste das Mischungsverhältnis wieder gefunden werden. Die Kleber-Zellulose-Mischung wird mit einem geheimen Pulver vermischt. Das Rezept ist so gehalten, dass die Figuren später beim Trocknen nicht kleiner werden. Das würde sonst Konturen zerstören. Nach dem Kneten muss Konstantin die Masse in solche Formen drücken. Ganz wichtig beim Drücken ist natürlich eine Unterlage, eine weiche Unterlage, weil die Formen bestehen aus Gips und sind zum Teil weit über 100 Jahre alt. Wahnsinn. Und da ist besondere Vorsicht geboten. Die Formen hier stammen aus dem Jahre 1864, noch vom Erfinder Hermann Lahl. 700 Figuren kann Konstantin daraus machen, in diesem Fall einen Bergmann. In der Regel ist es so, dass man die Gesichtsseite zuerst macht und dann muss man auch an die Wurst eine kleine Spitze ranmachen, damit die Figur später auch eine Nase hat. Aha. Weil die tiefste Vertiefung ist. Und wenn man da nicht eine kleine Spitze ranmacht, kann es sein, dass die Figur keine Nase hat. Und dann wird von oben nach unten die Masse gleichmäßig verteilt. Bei einer kleinen Figur wie dieser wird der gesamte Körper aus Masse geformt. Bei größeren Figuren lässt Konstantin das Innere hohl. Er legt noch einen Stab ein, um die Figur später besser aus der Form zu lösen. Dann werden die Teile aufeinander gelegt und es kann gedrückt werden. Man nimmt einfach drauf und presst das an. Und das kannst du gerne selber mal probieren. Dein Überstand kommt dann zur Seite raus. Da kannst du ruhig dein gesamtes Körpergewicht da drauf und ein bisschen bewegen. Genau so. Da muss man immer von der Seite ein bisschen gucken. Was kann denn jetzt passieren? Also kann das auch komplett zerbrechen? Nein, das nicht. Das nicht. In der Regel bleibt sie kleben und sie wird oben sein. Also drehen wir es rum. Ja. Und da haben wir unseren kleinen Bergmann. Jetzt muss Konstantin den Überstand mit einem Holzspatel entfernen. Inklusive Trocknungszeiten kann es bis zu einer Woche dauern, bis eine Figur fertig ist. Sie sind vor allem bei Sammlern auf der ganzen Welt beliebt. Gleich geht's hier weiter. Vorher eine andere Erfindung. Und die kommt aus dem Erzgebirge. Es geht um Weihnachtspyramiden. Diese Modelle sehen nicht nur modern aus, in ihnen steckt innovative Technologie, entwickelt von Matthias Lorenz. Er war früher Tischler, genauso wie sein Großvater. Dieser brachte ihn auf die Idee.
Der hat also früher eine riesengroße Weihnachtspyramide gebaut und ich kam da nie dazu. Und irgendwann dachte ich mir, du könntest schon was machen in der Richtung, aber was anderes halt. Weihnachtspyramiden werden durch die aufsteigende Wärme von Kerzen angetrieben. Matthias hat die Lagerung seiner Pyramide verändert. Hier unterstützen Magnete den Antrieb. In dieser Art, dass die Magneten so jetzt angeordnet sind, wie Sie es hier sehen, versteckt ein Ringmagnet im oberen Bereich, ein Stabmagnet im Stab. Der Ringmagnet mit dem Stabmagneten sorgen für einen Auftrieb. Der Auftrieb ist also stärker als das Gewicht von dem Rotor, zieht also nach oben. Und dann haben wir im unteren Bereich diesen Magneten, den Stabmagneten, der diesen Rotor mit dem Flügelrad nach unten zieht auf diese Stahlkugel. Dadurch wird der Stab mit dem Flügelrad in einem Schwebezustand gehalten und sowohl oben als auch unten die Reibung so weit wie möglich vermieden. Deshalb reichen Teelichter für den Antrieb der großen Pyramide. Und auch bei diesem Modell. Hier hat Matthias Lorenz die Flügel an mehreren Magnetkugeln aufgehängt. Schon die Prototypen hat der Erfinder immer wieder potenziellen Kunden vorgestellt. Mann, das ist ja ein tolles Ding. Ja. Oh, das ist ja toll. Ah, Magnet. Sie haben Schnaps getrunken. Genau so geschickt. Ist ja gut. Hab's noch nie gesehen. Toll, doch, wirklich. Man muss sich natürlich jetzt mit dem modernen Design anfreunden, oder nicht? Das ganze Jahr zeitlos. Ja. Hat mich beeindruckt und erfreut und ja, es ist eine Freude, dazu zu hören. Inzwischen hat Matthias Lorenz die Pyramiden zur Marktreife gebracht. Und jetzt die nächste Weihnachtserfindung. Das ist ein herkömmlicher Weihnachtsbaum. Sollte man meinen. Denn der sieht nur auf den ersten Blick so aus. Es ist nämlich ein Baum zum Selberbauen. Auf die Idee kam Nico Stisser. Er wollte nicht, dass für sein Weihnachtsfest jedes Jahr ein Baum gefällt werden musste. Aber auch Alternativen aus Kunststoff passten ihm und seiner Familie nicht. Da haben wir so verschiedene Sachen ausprobiert und das hat uns aber alles nicht so richtig überzeugt. Und dann vor 3 Jahren sagte mein Sohn plötzlich, hey, lass uns doch einfach einen Baum selber bauen. Für seinen Tannenbaum nutzt er zwar auch Holz, kann aber aus einer Esche ca. 80 seiner Tannen herstellen. Das Besondere, der verarbeitete Stamm ist Jahr für Jahr wieder neu einsetzbar. Der fertige Bausatz besteht aus 9 Teilen, die mit Hilfe eines Gewindes in unter einer Minute aufgebaut sein sollen. Der Stamm hat eine nach oben spitz zulaufende Form. Das Öl und die Maserung des Holzes geben ihm außerdem eine rindenähnliche Optik. Wenn der Weihnachtsbaum erstmal aufgestellt ist, dann holt man sich sein Schnittgrün und fängt an, den einfach zu bestücken. Schnittgrün kann nachwachsen. Blumenläden oder Weihnachtsbaumverkäufer bieten es in der Adventszeit an. Damit die schweren unteren Äste halten, muss der Tüftler sie anschnitzen. Die Löcher haben eine Neigung von 15 Grad, damit die Äste von der Schwerkraft gehalten werden können. Als eine der ersten darf Familie Scheffold den Weihnachtsbaum ausprobieren, unter Beobachtung des Erfinders. Los geht's mit dem Stamm. Und das ist auch egal, wie ich die reindrehe? Ja, Ja, die sind alle gleich. Ist. Okay, und dann jetzt einfach erstmal mit dem dicksten anfangen wahrscheinlich, ne? Richtig. Ja, siehst du mal, das klappt doch super. Saugend, schmatzend. Ja, sieht gut aus. Schöne Farbe. Und schön gerade ist er vor allem. Das waren die Bäume, die wir vorher hatten, immer nicht. Fehlen nur noch die Zweige. Erst anschnitzen, dann anstecken. Die stecken ja auch ganz gut fest, ne? Also das ist ja nicht so, dass die irgendwie rutschen. Die kleinen Äste kommen nach oben, die großen nach unten. Also auf jeden Fall einfacher, als ich zuvor gedacht habe. Definitiv. Ja,
habe sonst gedacht, ich würde hier stundenrund sitzen und das irgendwie jeden Ast 20 Mal zuschneiden. Mit ein bisschen Hilfe dauert es eine knappe Stunde, bis die 105 Löcher gefüllt sind. Ja, das war's. Ja, sehr schön. Endlich ein passender Baum, hervorragend. Man kann auch mal einen Ast weglassen, finde ich schön, dass man da so ein bisschen frei in der Gestaltung ist. Danach kann geschmückt werden. Mittlerweile arbeitet Nico Stisser auch mit Partnern zusammen, die ihm Schnittgrün liefern. Dieses verkauft er jetzt auch selbst. So will er sicher gehen, dass wirklich kein Baum gefällt wird. Zurück in der Figurenmanufaktur im Erzgebirge. Als die Familie des ursprünglichen Erfinders Hermann Lahl in den 50er Jahren keinen Erben hatte, stand die Manufaktur vor dem Aus. Bis Konstantin Brückners Familie einsprang. Der erste, der sich wieder dafür interessiert hat, war mein Opa, Markus Brückner. Der hat, er war auch Bauer, aber er hat als erster die Kisten wieder aufgemacht und hat erst mal überhaupt geguckt, was da war und hat eigentlich eher als Hobby in Kleinstauflage bei sich zu Hause diese Figuren hergestellt. Und wer das wusste, konnte zu DDR-Zeiten halt mal klingeln und sagen, Markus, ich brauche mal hier einen kleinen Hirsch oder da mal einen Jäger. Ja. Konstantins Vater hat das Hobby übernommen und einen kleinen Laden eröffnet. Bis zu seinem Ausscheiden vor 2 Jahren war er der Letzte seines Berufsstandes. Und jetzt bist du an der Reihe. Und jetzt bin ich an der Reihe. Dafür hat er sogar seinen Job aufgegeben. Obwohl Konstantin die Figuren traditionsgemäß herstellt, hat er hier und da Arbeitsschritte verändert. Wie zum Beispiel das Grundieren. Normalerweise wird dabei mit Pinseln gearbeitet. Konstantin hat sich allerdings diese Konstruktion einfallen lassen. Mein Vater hat auch noch gepinselt, Ja. aber ich bin wieder aufs Tauchen gegangen, weil selbst wenn man eine sehr dicke Acrylfarbe mit dem Pinsel aufträgt, hinterlässt der Pinsel trotzdem Spuren. Jedes Haar hinterlässt Spuren auf der Oberfläche. Aha. Beim Grundieren legt sich praktisch die Grundierfarbe gleichmäßig über die gesamte Figur und trocknet auch gleichmäßig ein. Dafür hat er sich dieses Rohr gebastelt. Es besteht aus Abflussrohren aus dem Baumarkt, die Konstantin dicht bekommen musste. In dem Rohr kann er bis zu 50 cm große Figuren eintauchen und mit einer weißen Grundierung überziehen. Diese muss nun einen Tag lang trocknen. An einer anderen Figur ist die Grundierung bereits trocken. Dort fängt Konstantin nun mit dem Malen an. Sobald die Füße trocken sind, befestigt der Figurenbauer den Bergmann auf einer Holzscheibe. Diese hat er vorher zurechtgeschnitten und ebenfalls bemalt. Als nächstes widmet sich Konstantin der wichtigsten Stelle, dem Gesicht. Weil ich gerade die Bergmänner da hinten sehe. Die haben ja wirklich alle komplett unterschiedliche Gesichter. Ja, das ist im Prinzip auch das Besondere. Durch die Handbemalung, es wird jeder immer ein bisschen anders. Ne? Die gucken ein bisschen anders. Mutwillig ist natürlich, früher war es so, das ist auch eine Neuerung, die ich gemacht habe. Wenn ein bestimmter Bergmann einen braunen Bart hatte, hatte der immer einen braunen Bart. Das variiere ich inzwischen. Ne? Es gibt bei mir blonde Bergmänner, grauhaarige Bergmänner und braunhaarige Bergmänner. Und das ist immer unterschiedlich und jeder guckt ein bisschen anders. Jedes Mal liegt der Strich von den Augen ein bisschen anders und dadurch bekommen die auch eine verschiedene Persönlichkeit. Traust du dich noch zu atmen? Nee, bei solchen Arbeiten halte ich meistens die Luft an. Das Handwerk hat Konstantin Brückner 2 Jahre lang von seinem Vater erlernt. Vieles musste er sich aber auch selbst aneignen. Doch der Figurenbauer kämpft heute noch mit anderen Herausforderungen. Dazu gleich mehr. Vorher eine weitere Erfindung. Dabei geht es um einen originellen Grill, speziell für den Winter. Ein Grill, der gleichzeitig auch ein Heizpilz ist. Er kommt vom Erfinder Ralf Weißbrot. Zusammen mit seinen Kollegen grillte er regelmäßig in seiner Werkshalle, bis der Elektrogrill im Winter kaputt ging. Not macht erfinderisch, da haben wir das Hähnchen halt einfach den Heizstrahler gehalten. Ne? Mussten wir zwar noch von Hand
halt umdrehen, Loch durchgebohrt, einen Haken dran, ja, und damit war das eigentlich geboren im Grunde genommen. Ein herkömmlicher Heizpilz, der mit Gas betrieben wird, wurde also zum Grill umfunktioniert. Der Gasbrenner wärmt nun nicht mehr nur, er grillt auch. Dieser Motor bewegt die Haken, an die später Fleisch und Würstchen gehängt werden. Eine Fahrradkette überträgt die Kraft auf Zahnräder, die die Haken darunter drehen. Der Leiter einer Grillschule, Andreas Breuer, soll für uns bewerten, wie Krustenbraten, Huhn, Bratwurst und Steaks vom Wintergrill schmecken. Zuerst wird der Krustenbraten aufgespießt, denn der braucht am längsten, rund 2 Stunden. Für das Huhn gibt es eine eigene Gondel mit einer speziellen Vorrichtung. Und auch für die Steaks hat sich der Erfinder etwas einfallen lassen. Sie werden zwischen 2 Gitter geklemmt. Um den Grillvorgang zu beschleunigen, kann ein Wärmereflektor angebracht werden. Das Fett wird auf einem Teller darunter aufgefangen. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass das Fett, wenn es denn verbrannt wird, gesundheitlich bedenkliche Stoffe produziert. Und bei dieser Konstruktion ist es so, dass das heruntertropfende Fett, wie man gut sehen kann, in dem Teller aufgefangen wird, nicht in die Energiequelle tropft. Das ist eine gute Sache. Und dann ist es soweit. Das Fleisch ist fertig. Der Umgang mit dem flüssigen Fett bedarf allerdings etwas Übung. Grillmeister Andreas bewertet Aussehen und Geschmack. Schön gebräunt, schöne Röstaromen. Ist erstmal wirklich eine schöne Sache. Guter Griller schneidet in der Mitte durch. Es ist durchgegart. Ist lecker. Auch die Wurst am Spieß ist durch. Nach 2 Stunden Garzeit ist nun der Krustenbraten soweit. Sensationelles Schnittbild, durchgegart. Allerdings könnte die Kruste etwas krosser sein. Wenn es so sein soll, dass man eine festere Kruste, eine trockenere Kruste haben möchte, dann müsste man eben wahrscheinlich näher einhängen. Aus der Idee, Fleisch mit dem Heizstrahler aus der Werkstatt zu grillen, ist mittlerweile ein marktreifes Produkt geworden. Dafür denkt sich Erfinder Ralf Weißbrot bis heute noch neue Aufsätze aus. Zurück zu Henriette und Konstantin. Nach 2 Jahren Lehre bei seinem Vater hat der Figurenbauer mit dem Handwerk keine Schwierigkeiten mehr. Doch es gibt andere Probleme, die ihm Kopfzerbrechen bereiten. Es ist schwer, überhaupt mit einem derartigen Handwerk über die Runden zu kommen. Also das Ziel wäre, dass du irgendwann gut davon leben kannst Ja. und vielleicht auch einen Lehrling haben Und dann könntest. richtig. Und dann findet sich sicher auch jemand, der bereit ist, das zu machen. Also machst du es jetzt gerade voraussichtlich am allermeisten, weil du die Liebe hast zu den Figuren? Ja, und ohne meine Familie im Hintergrund, die mich da unterstützen, wäre es nicht möglich. Konstantin ist bereits bei den letzten Feinheiten. Fehlt ihm nur noch das Werkzeug. Ist das jetzt eigentlich ein spezieller Bergmann? Ja, Weil der sieht anders aus als die dahinter? das ist korrekt. Das ist der Paradeschmied, den seine Uniform in weiß gehalten wurde. Deshalb bekommt er auch einen Schmiedehammer. Alle Werkzeuge und weiteres Zubehör für die Figuren gießt Konstantin selber aus Zinn und bemalt sie. Und so sieht er aus, der fertige Bergmannsschmied. Hätten wir unseren Schmied fertig. Darf ich den mal nehmen? Na klar. Hier unten, ne? Anfassen? Ja. Toll. Total schön und handgemacht. Absolut 100% handgemacht. Ja. Richtig. Danke, dass ich dir über die Schulter schauen durfte. Gerne doch. Hier geht es jetzt weiter mit der Umschau und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder bei Einfach Genial.